Ich glaube nicht, wenn ich eine Entscheidung treffen hätte müssen, dass ich auch direkt mit der AfD koaliert hätte. Glaube ich jetzt nicht. Aber bestimmt zusammengearbeitet, bestimmt ein Miteinander versucht. Aber dieses ständige Brandmauergehabe war furchtbar. Und eigentlich auch hier hat das BSW am Anfang immer gesagt, wir wollen das anders machen als die anderen. Hey Leute, willkommen in der Realität. Ein ehemaliger BSW-Politiker rechnet ab, und zwar knallhart. Keine klare Linie, keine echte Alternative zur alten Politik und schon gar kein Mut, sich ehrlich mit der AfD auseinanderzusetzen. Statt Veränderung, Brandmauer, Machtspielchen, Ignoranz gegenüber den eigenen Unterstützern. Warum das BSW mit Vollgas gegen die Wand gefahren ist und warum viele Menschen jetzt endgültig das Vertrauen verloren haben, erfahrt ihr jetzt. Bleibt dran, das wird echt heftig. Auf geht's! Und ein ganz zentrales Thema, das Sie auch immer wieder kritisiert haben, war der Umgang des BSW mit der AfD. Da hatten Sie beispielsweise auch gesagt, dass es im Zuge dieser Landtagswahlen in Thüringen zumindest zu Gesprächen, zu Vorabgesprächen zwischen dem BSW und der AfD hätte kommen sollen. Das BSW hätte dort gemeinsam mit der AfD eine Mehrheit gehabt. Man hätte also nicht zwangsweise in eine Koalition mit der CDU gehen müssen, sondern es wäre eben auch eine Koalition mit der AfD möglich gewesen. Das hat man dort aber abgelehnt, weil mit Verweis eben auf Björn Höcke, auf diesen rechten Kurs, den die Partei unter ihm eingeschlagen hat. Aber dennoch sind sie einer von jenen gewesen im BSW, die gesagt haben, nein, wir sollten uns gegenüber der AfD mehr öffnen. Und jetzt gab es ja zumindest auch noch vor den Landtagswahlen in Ostdeutschland die Aussage von zahlreichen BSW-Politikern, dass man eben die Strategie, die Kommunikation und eine mögliche Zusammenarbeit mit der AfD doch entspannter sieht, und nach den Landtagswahlen galt das dann auf einmal nicht mehr. Da hieß es dann nur noch, nein, man möchte nur Anträge nicht mehr pauschal ablehnen. Also vielleicht können Sie da auch noch mal auf diese ganz zentrale Frage, die auch in Thüringen, hatte ich jetzt gelesen, sind 60.000 Stimmen verloren gegangen jetzt in der Bundestagswahl. Also da hätte man gar nicht mehr die nötigen knapp 10.000 Stimmen, wäre man gar nicht mehr drauf angewiesen, die wären da gewesen. Richtig. Also glauben Sie, dass an dieser Frage rund um eben eine Zusammenarbeit mit der AfD, wie auch immer sie aussehen sollte, das BSW dann womöglich jetzt doch gescheitert ist im Zuge dieser Bundestagswahl? Das hatten ja auch viele so öffentlich vermutet. Und da vielleicht, um da auch nochmal auf die drei Landtagswahlen in Ostdeutschland zu sprechen zu kommen. Hätten Sie es da richtig gefunden, mit der Höcke-AfD zu koalieren? Ja. Oder wie ist da Ihre Sicht? Also jetzt muss man differenzieren. Also gleich zu koalieren, weiß ich nicht. Also ich versuche immer zu differenzieren, was ist Zusammenarbeit, was ist ein Miteinander und wann koaliert man. Also ich wäre sowieso sehr zurückhaltend gewesen, überhaupt zu sagen, man geht gleich, wenn man so frisch und jung ist, in Regierungsverantwortung. Ich glaube nicht, wenn ich eine Entscheidung treffen hätte müssen, dass ich auch direkt mit der AfD koaliert hätte. Glaube ich jetzt nicht. Aber bestimmt zusammengearbeitet, bestimmt ein Miteinander versucht, also Gespräche zu führen. Und dann müsste man einfach mal ausloten. Aber dieses ständige Brandmauergehabe war furchtbar. Und eigentlich auch hier hat das BSW am Anfang immer gesagt, wir wollen das anders machen als die anderen. Und die Bürger haben dann festgestellt, nein, die machen es eben nicht anders. Die haben genauso eine Brandmauer. Jetzt sagt vor ein paar Tagen Jens Spahn, wir müssen uns
der AfD doch wieder ein bisschen annähern und wir müssen die parlamentarischen Regeln, müssen wir doch einhalten. Keine Koalition, aber doch bitte die parlamentarischen Regeln einhalten. Ja, das habe ich auch gefordert. Das war's. Und eben eine Zusammenarbeit da, wo es sinnvoll ist. Es ist doch vollkommener Quatsch. Auf Landesebene, in den Kommunen wird doch bereits mit der AfD in irgendeiner Art und Weise zusammengearbeitet. Wenn halt irgendwie im Gemeinderat Abstimmungen sind, dann stimmt unter Umständen der CSUler mit dem AfDler zusammen, wenn es was Sinnvolles ist. Und das ist ja auch richtig. Das ist genau die Politik, die der Bürger haben will. Und bei bestimmten anderen Dingen muss man halt dann vielleicht sagen, nee, halt, stopp, das mache ich nicht, diesen Weg, den gehe ich nicht mit. Aber diese Brandmauer, die auch vom BSW gepflegt wurde zur AfD, ja, die hat Stimmen gekostet. Und dann müsste man jetzt nicht die paar Tausend noch irgendwie hektisch suchen, sondern die hat man an bestimmten Stellen durch bestimmte Verhaltensweisen verloren. Eins zum Beispiel wäre noch ganz wichtig zu erwähnen, die Unterstützer, die zahlreichen Unterstützer, die gern Mitglied geworden wären und aber nicht Mitglied wurden. Die haben gar nichts mehr gehört. Ich habe Leute, die haben mir geschrieben, die haben gesagt, Herr Pörner, ich bin jetzt seit einem Jahr, habe ich jetzt meinen Antrag gestellt. Ich höre nicht einmal ein Mu. Und nun ist Bundestagswahl, jetzt bekomme ich ein Schreiben, ich soll bitte wieder Plakate kleben oder spenden. Was glauben Sie denn, wie sich die Leute da fühlen? Ja, die verarscht sind, auf gut genau, Deutsch. die sind verarscht, die sind enttäuscht. Und meines Wissens nach sind es ungefähr 14.000 oder 15.000 Unterstützer gewesen, die eben nicht den Weg in die Partei gefunden haben, weil sie eben nicht aufgenommen worden sind. Da kommen auch Nachfragen, ja, glauben Sie denn wirklich, dass noch alle nochmal das BSW gewählt haben? Das denke ich nicht. Denn ich habe selber erfahren in so Unterstützergruppen, dass sich die aufgelöst haben, weil sie gesagt haben, nee, ich habe keine Lust mehr. Ja? Aber AfD war natürlich ein Thema, immer. Das konnte ich in den Gesprächen auch feststellen. Da gab es einen Teil BSW-Unterstützer und auch Mitglieder, die gesagt haben, alles, was die AfD sagt, ist verkehrt. Wir dürfen das nicht positiv werten, was die AfD sagt. Selbst, und das wurde auch immer wieder in Gesprächen gesagt, selbst wenn es richtig ist. Und ich habe gesagt, Leute, das ist schlicht und ergreifend Quatsch. Das ist einfach falsch. Sarah Wagenknecht selbst hat schon mal gesagt, wenn die AfD sagt, der Himmel ist blau, dann ist der Himmel einfach blau. Dann braucht man nicht drüber diskutieren, nur weil es die AfD sagt. Fachliche Dinge, richtige Dinge werden nicht falsch, nur weil es vielleicht die falsche Partei oder irgendeine Person sagt, die uns jetzt vielleicht unangenehm ist. Jetzt hatten Sie die wichtigste Person, die Namensgeberin des BSW schon angesprochen. Sarah Wagenknecht ist ja die zentrale Figur in dieser noch sehr, sehr jungen Definitiv, Partei. ja. Sie ist das Aushängeschild der Partei und es wird auch in den Medien immer wieder vorgeworfen, dass eine Art Personenkult um Sarah Wagenknecht innerhalb der Partei vorherrschen würde, dass sie auch einen Einfluss auf die Entwicklung der Partei ausübt, die ihr eigentlich nicht zustehen würde. Das sind oftmals so die Kritikpunkte. Sie wird sich zu sehr einmischen in die inneren Angelegenheiten auf Landesebene, auf die Koalitionsverträge, die dort auch geschlossen worden sind auf Landesebene. Also vielleicht können Sie noch mal, Sie hatten jetzt ja auch gesagt, Sie waren viel in Kontakt mit Sarah Wagenknecht. Also zum einen würden Sie da das Problem dieser Partei oder die Probleme, die Sie jetzt aufgeführt haben, auf die Person Sarah Wagenknecht zurückführen, zum einen. Und zum anderen, wie haben Sie den Kontakt mit Frau Wagenknecht erlebt? Sie haben sie einmal als blitzegescheit beschrieben. Bleiben Sie weiterhin dabei? Ja, natürlich. Ja. Also nur weil ich jetzt irgendwo austrete oder weil ich Kritik übe, wird nicht die Person, die quasi in der Partei vorsteht, dann plötzlich dümmer. Also ganz im Gegenteil. Nein, Sarah Wagenknecht ist eine blitzgescheite Frau. Ja, mit der kann man sich sehr gut unterhalten, man kann diskutieren. Ich will aber auch nicht, dass der Eindruck hier entsteht, ich wäre der Best Buddy von Frau Wagenknecht gewesen. Ja, wir hatten Kontakt, wir haben uns auch mal getroffen, es gab E-Mail-Verkehr und so weiter, aber mitnichten war ich irgendwo so im inneren Zirkel. Also Quatsch, so wichtig will ich mir überhaupt gar nicht nehmen. Frau Wagenknecht zeichnet wirklich ihr Intellekt aus. Die hat Erfahrung
im politischen Betrieb. Sie ist, wie ich schon sagte, und dabei bleibe ich auch wirklich eine blitzkluge Frau. Sie hat auch jemanden zu Hause, der ihr politisch ganz sicher Beistand leisten kann. Und da bin ich auch davon überzeugt, natürlich im Hintergrund auch mitarbeitet. Meiner Auffassung nach hat Sarah Wagenknecht viel zu wenig die Partei geführt. Viel zu wenig. Und ich finde es ja geradezu immer erstaunlich, dass man sich darüber aufregt und sagt, ach ja, wenn Koalitionsverhandlungen geführt werden in Thüringen, dann musste man Sarah Wagenknecht fragen. Ja bitte, warum denn nicht? Wo liegt da das Problem? Glauben Sie denn, wenn die CDU irgendwie Koalitionsverhandlungen geführt hat in Thüringen, dass da keiner mit dem CDU-Chef Rücksprache gehalten hat? Ja, natürlich. Das ist was vollkommen Normales. Nur bei Sarah Wagenknecht wurde das sofort so aufgehangen und wurde gesagt, ja, sie ist einfach die ganz zentrale Figur. Und ja, sie ist die zentrale Figur, denn ohne Sarah Wagenknecht wird es das BSW nicht geben. Ohne Sarah Wagenknecht wäre vielleicht nur einer in das Europaparlament eingezogen. Ohne Sarah Wagenknecht wäre Thüringen und die anderen Hamburg-Wahlen. Also da wäre einfach nichts gelaufen. Das Problem ist, Sarah Wagenknecht, glaube ich, tut sich sehr schwer mit Organisation. Was aber jetzt nicht schlimm ist, denn dafür hat sie ja eigentlich Leute. Was ich kritisiert habe, war der Zirkel um sie herum. Und ich glaube tatsächlich, dass die Menschen, die um sie herum sind, ganz eng, da mag es sicher auch Ausnahmen geben, aber zumindest ein paar, die meinen es ihr nicht so gut. Und was jetzt Sarah Wagenknecht nicht kann, und das sage ich hier auch, weil ich es schon mal geschrieben habe, das ist, ich glaube, sie hat nicht so diese menschliche Antenne. Ich glaube, sie kann ganz schwer differenzieren, wer es ihr gut meint und wer nicht. Das ist vielleicht so dieses Defizit, das sie hat. Und dann wird es halt gerade auch im politischen Betrieb wird es dann wirklich gefährlich. Aber was ich kritisiert habe, war niemals Sarah Wagenknecht, sondern das war der Zirkel um sie herum. Ja, also man könnte jetzt auch sagen, so größtenteils die Ex-Linken, die irgendwie mitgegangen sind und die was werden wollten. Sevim Dagdelen, Mohammed Ali. Ich möchte da keine, also ich nenne da keine, ja, ich nenne da keine Ich hatte Namen. selber Sevim Dagdelen im Interview jetzt noch im Zuge der Bundestagswahl und hatte sie eben auch im Gespräch mit ihrer Kritik konfrontiert. Das war kurz nach ihrem Austritt, damals kurz eben dann vor den Bundestagswahlen, und dort hatte sie dann eben gesagt, ja, sie hätten doch ihre Kritik ganz offen und ungeniert so äußern können, man sei da ganz ehrlich und offen mit ihnen umgegangen. Also vielleicht können Sie dazu noch mal etwas sagen, wie ist man denn innerhalb des BSW mit Ihrer Kritik da umgegangen? Sind Sie da auf offene oder auf taube Ohren gestoßen? Das ist jetzt wahrscheinlich eine Ansichtssache. Ja. Natürlich, ich habe Kritik geübt, intern. Das Problem ist, glaube ich, nur, man wollte das auch nicht verstehen. Man hat immer so diesen Ansatz, ja, das ist schon, sehen wir genauso, und dann kam immer aber dann dieses Aber. Jetzt kommen erst die Wahlen. Jetzt müssen wir erst das machen. Also ein Beispiel, ich habe sehr früh kritisiert, warum nicht die Unterstützer oder nicht mehr Leute in die Partei aufgenommen werden. Ja, das war sehr früh, weil ich gesagt habe, Leute, wir brauchen auch Leute, wir brauchen Mitglieder. Eine Partei lebt von den Mitgliedern, das ist nur so. Und damit meine ich nicht einmal die finanzielle Unterstützung, sondern auch die Arbeit, die Leute, die nach draußen gehen, also alles, was dazugehört. Und dann hat es immer geheißen, aber jetzt nicht, jetzt konzentrieren wir uns auf die Europawahl. Dann war die Europawahl vorbei. Dann kam, ja, aber jetzt kommen dann im Osten die Wahlen. Da müssen wir uns jetzt drauf konzentrieren. Dann waren die Wahlen vorbei und habe ich wieder gesagt, ja, aber jetzt sind die Koalitionsverhandlungen. So, dann waren die Koalitionsverhandlungen vorbei, dann hat es mit Thüringen, ja, das lief eher nicht so gut. Dann hieß es plötzlich, jetzt haben wir Bundestagswahl. Also es war immer irgendwie ein Grund da, um bestimmte Dinge nicht zu machen. Und man kann dieses Muster ja auch bis heute sehen. Bis heute, soweit mir jetzt bekannt ist, kenne ich jetzt keinen Prozess, der irgendwie innerparteilich jetzt eine Art Aufarbeitung machen will. Also, dass man sagt, warum sind wir jetzt nicht in den Bundestag gekommen?
Man sucht jetzt die Stimmen, die verloren gegangenen. Und es ist natürlich auch richtig, wenn man merkt, okay, da ist was schiefgelaufen, dass man dem Ganzen nachgeht. Aber wie Sie vorher so selbst sagten, man könnte auf diese paar Stimmen pfeifen, wenn man vorher ein paar Dinge besser und anders gemacht hätte. Dann käme es nämlich gar nicht auf diese Stimmen drauf an. Und das ist genau der Punkt. Also man hat innerhalb der Partei und wieder dieser Zirkel um Sarah Wagenknecht rum nicht die geringste Lust, sich jetzt auseinanderzusetzen mit den Dingen, die falsch gelaufen sind. Man hört es, man nimmt es zwar auf, aber man lässt es halt liegen. Mhm. Und so ist auch mit meiner Kritik umgegangen worden. Mhm. Wenn Sie das jetzt so ausführen, könnte man fast zu dem Schluss kommen, dass dieses politische Projekt BSW zum Scheitern verurteilt ist. Sehen Sie das mittlerweile auch so? Nein, auch da will ich keine Prognose äußern. Alles hängt von Sarah Wagenknecht ab. Und auch hier sieht man wieder, wie schwierig das Ganze ist und auch wie gefährlich es ist, bestimmte Dinge zu sagen und dann nicht einzuhalten. Sarah Wagenknecht hat ein paar Wochen vor der Wahl, als die Umfragen wirklich nicht mehr gut waren, ihr persönliches oder ihr berufliches Schicksal, am Ergebnis der Bundestagswahl festgemacht. So. Jetzt sage ich gleich was ganz Schlimmes. Mir fällt nur jetzt kein anderer Begriff dafür ein. In so einem Vorgang könnte man auch eine emotionale Erpressung sehen. Und das sage ich jetzt nicht hier einfach so, weil mir gerade danach ist, weil tatsächlich auch wieder Leute mir geschrieben haben und gesagt, um Gottes Willen, was soll denn das jetzt? Wie kann jetzt eine einzelne Person ihr berufliches Schicksal an die Wahl koppeln? Das hört sich ja gerade so an, so ungefähr, ihr müsst uns jetzt bitte alle wählen, weil sonst bin ich weg. Und dann war es das mit Frieden und was weiß ich, alles. So, nun, wir kennen das Ergebnis. Der Einzug in den Bundestag wurde nicht geschafft. Und soweit ich höre, Sarah Wagenknecht macht dennoch weiter. So, die Leute fragen sich nun, ja, was sind denn Aussagen von Politikern wert? Man hat natürlich jetzt eine schöne Erklärung, in der man sagt, ja, Moment einmal. Eigentlich, das stimmt, wir sind nicht im Bundestag, aber eigentlich haben wir trotzdem die 5%-Hürde geschafft, weil es sind ja nur ein paar tausend. Ja, kann man so sehen. Aber es ist natürlich rein faktisch ganz einfach falsch, denn man hat die 5%-Hürde nicht erreicht. Fertig. Und deshalb bin ich immer vorsichtig, solche Aussagen rauszuhauen und dann sich nicht dran zu halten. Denn das ist was die Wähler ganz sicher nicht gut finden. Freunde, das war doch sowas von absehbar. Erst machen sie auf offene Vernunftspartei, erzählen groß, sie würden natürlich auch AfD-Anträge unterstützen, wenn sie gut sind. Und kaum ist die Wahl vorbei, schwupps, Brandmauer hoch, Bürger verraten, Wahlversprechen vergessen. Willkommen beim BSW oder wie ich es nenne, die jüngste Altpartei im Land. Ganz ehrlich, wer jahrelang tief im linken Lager saß, der wacht nicht einfach morgens auf und ist plötzlich Demokrat für Meinungsfreiheit und Vernunft. Das Ganze wirkt doch eher wie ein großes Täuschungsmanöver. Wir sind anders, rufen, Wählerstimmen einsammeln und am Ende doch wieder die gleichen Spiele wie CDU, SPD und Konsorten. Und was der Ex-BSW-Politiker hier bestätigt, deckt sich genau mit dem, was viele immer vermutet haben. Die ganzen Ex-Linken wollten einfach nur eine Abkürzung zur Macht. Neue Partei, neue Gesichter, alte Gier. Wer schneller aufsteigen will, springt eben dahin, wo gerade Licht brennt. Prinzipien? Egal. Leute, das hat nichts mit echter Veränderung zu tun. Das ist ein billiger Etikettenschwindel. Und jetzt seid ihr dran. Hat sich das BSW für euch komplett selbst entlarvt? Oder glaubt ihr noch an diese Alternative? Haut eure Meinung in die Kommentare. Liked das Video, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und zeigt, dass ihr durchschaut, was hier wirklich läuft. Bleibt wachsam, Freunde. Die Verarsche hört nicht auf. Sie kriegt nur einen neuen Namen. Bis zum nächsten Mal.